Hallo meine Lieben, ich hatte letztes Jahr einen Wickelschal oder die Anleitung zu einem Wickelschal hochgeladen und dieses Video ging echt komplett durch die Decke. Das hat mittlerweile 35.000 Views, was für mich echter Wahnsinn ist. Aber da gab es auch Kommentare darin, wo Leute gesagt haben, ne, der ist ein bisschen zu wuchtig, auch mit diesen beiden überlappenden Dreiecken vorne. Und deshalb wollte ich euch heute mal eine andere Variante zeigen, nämlich einen Loopschal. Und der ist auch ganz einfach gemacht. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so ein Tunnelschal. Das heißt, der ist komplett geschlossen. Und wenn ihr den anzieht, dann liegt er quasi so an eurem Hals. Vorne hat er eine schöne Ecke runter. Und ihr habt hier oben einen Tunnelzug. Das heißt, wenn es richtig, richtig kühl wird, könnt ihr oben einfach festziehen und da quasi oben das wirklich schön so machen, dass es am Hals anliegt. Das ist wie gesagt die Version, die ich euch zeigen werde. Das ist innen drinne ein Vlies und außen ein Baumwollstoff mit diesen Ankern. Aber ich wollte euch auch noch ein paar andere Varianten zeigen, einfach damit ihr so ein paar Ideen kriegt. Und zwar habe ich hier einen in Sternen, grauen Sternen gemacht, auch mit dem weißen Vlies. Es sind eigentlich alle mit diesem weißen Vlies. Und einen in Mintgrün. Und ihr seht, ich mache die Bändel effektiv auch immer selber aus diesem Außenstoff, weil ihr könnt ja auch mit einer Kordel arbeiten, aber ich finde das eigentlich schön, wenn das passend ist. Dann habe ich aus Kirschblütenstoff, den kennt ihr auch schon, den habe ich euch auch schon mal gezeigt für die iPad-Hülle. Aber der ist echt auch super schön geworden und da habe ich so ein Teddyflies drin. Dann habe ich einen anderen Blümchenstoff gemacht und der hat wieder das normale Vlies innen drin. Das ist auch die einzige Variante, wo ich den so ein bisschen unten breiter gemacht habe, um das einfach auszuprobieren. Aber eigentlich passt es wunderbar, wenn ihr den wirklich gerade runter macht, meine Meinung. Und eben, ne, das ist jetzt das für Frauen mit diesem V vorne, finde ich eigentlich extrem schön. Aber ihr könnt, wenn ihr den für Männer macht, könnt ihr den ja quasi dann so schneiden, dass er gerade ist. Und dann eignet sich der gerade so mit einem Strickstoff oder so wirklich super auch für Männer. Dann habe ich hier so einen Trachtenstoff. Den habe ich in Blau, auch mit diesem Teddyflies. Und dann einmal in Braun. Das mit dem normalen Vlies. Und zu guter Letzt, weil ich dachte, ich mache noch einen so für die Übergangszeit, der ist effektiv außen Baumwollstoff und auch innen Baumwollstoff. Und dann innen drin habe ich ganz leicht gefüttert oder ein Futter drauf gemacht. Und ja, so hat man dann auch für die Übergangszeit, ich finde den extrem schön mit diesen Blümchen, hat man auch einen Schal. Also ihr seht, ne, ich bin vorbereitet auf die kalte Jahreszeit und damit ihr das auch machen könnt, gucken wir uns jetzt an, wie ihr den hier machen könnt. Für diesen Schal braucht ihr auch gar nicht wirklich viel. Ihr braucht einen Außenstoff. Ich habe hier bei meinen Schals nämlich immer einen Baumwollstoff. Dann braucht ihr ein Vlies. Ihr könnt für die Übergangszeit auch für innen einen Baumwollstoff zum Beispiel nehmen und da ein leichtes Futter auch reinnähen. Das geht auch. Zum Zuschneiden komme ich gleich noch. Dann braucht ihr, je nachdem, wir machen ja einen Kordelzug und da könnt ihr entweder eine Kordel nehmen und dann Kordelstopper. Ich mache das jeweils so, dass ich mit dem Stoff, mit dem ich arbeite, dieses Band quasi selber mache. Und für dieses Band, da habe ich für mich 1 Meter A6 cm. Das habe ich auch schon vorbereitet. Das heißt, ich habe es einmal in der Mitte gebügelt
und dann die beiden Seiten reingelegt und so bekommt ihr dann quasi schon die Basis für euer Band. Dann brauchen wir eine Verstärkung, weil wir machen oben bei den Kordelzügen oder beim Kordelzug machen wir Druckknöpfe rein. Da ist es so, normalerweise mache ich ja Druckknöpfe mit der Primzange fest. Hier, da die Druckknöpfe hier oben sind und wir hier schon genäht haben, muss ich von unten hoch und das reicht mit der Zange nicht. Da arbeite ich jeweils mit diesem Teil, was, wenn ihr ein komplettes Pack kauft von den Druckknöpfen, sind diese Dinge jeweils dabei. Wenn ihr für einen Männerstoff jetzt oder für einen Männerschal jetzt hier nicht mit einem Baumwollstoff arbeitet, sondern zum Beispiel mit einem Strickstoff, der schon dick ist, dann hilft es eventuell, wenn ihr dieses Element nehmt, weil da seid ihr dann überhaupt nicht drauf angewiesen, dass ihr irgendwo rankommt, sondern das könnt ihr einfach drunter legen mit dem drauf auf der anderen Seite und dann mit dem Gummihammer, genau gleich wie bei dem mit dem Gummihammer, das dann das Loch machen und die Druckknöpfe anbringen. Dann, was wir auch noch brauchen, Chinastäbchen, um die Ecke rauszudrücken, eine Stoffschere, dann geschnitten habe ich das Ganze mit dem Schneidelineal und dem Rollschneider. Zum Befestigen verwende ich jeweils die Wonder Clips und auch noch Nadeln. Und dann brauchen wir noch etwas, um kurz anzuzeichnen, wo ihr oben das Loch haben wollt oder die beiden Löcher für den Kordelzug. Jetzt vom Zuschnitt vom Stoff her. Ich mache mir jeweils eine Schablone, weil das geht so ein bisschen einfacher. Ich lege den Stoff jeweils doppelt hin, wenn ich den schneide. Dann brauche ich auch nicht so eine große Schablone, sondern eben dann reicht quasi, das ist die Hälfte des Schals eigentlich nur. Und hier ist dann jeweils die Faltlinie quasi. Das heißt, hier schneidet ihr nicht, sondern da liegt der Stoff doppelt und ihr schneidet quasi nur hier ringsherum. Jetzt von den Maßen, damit es für euch am besten passt. Ich habe es so gemacht, dass hier oben, ich habe meinen Kopfumfang gemessen und da 10 cm dazu gegeben, einfach damit ich den wunderbar anziehen und wieder ausziehen kann. Plus dann noch 2 cm Nahtzugabe. In meinem Fall bin ich gesamthaft auf eine Breite von 74 cm, das durch 2, weil ich habe ja den Stoff quasi hier doppelt, bin ich auf 37 cm. Dann von der Länge her, wenn ihr auch das gerne hier in den Spitz geschnitten habt, das heißt, dass vorne so eine Ecke runter guckt, dann sind es hier 42 cm. Wenn ihr den gerade haben möchtet, dann könnt ihr einfach, also die Höhe, die könnt ihr wirklich komplett selber bestimmen. Denkt da einfach dran, diese Linie, also irgendwo hier, das liegt ja dann auch auf euren Schultern. Das heißt, je länger ihr geht, desto mehr liegt oben dann, je mehr Masse habt ihr dann quasi um den Hals herum, so wollte ich sagen. Hinten bin ich 25 cm runtergegangen und dann habe ich ganz einfach von diesen 25 cm zu unten hier diesen 42 cm habe ich einfach eine Linie gezeichnet, die hochgeht. Und so habt ihr dann quasi diese Form hier. Und wenn ihr es eben dann aufklappt, dann habt ihr ein langes Stück. Jetzt von den Stoffen her, wie gesagt, ich habe außen einen Baumwollstoff und innen ein Vlies. Das wird so diese Variante, das heißt innen schön Vlies, außen ein Baumwollstoff und unten eben mit dieser Ecke und hinten ist es dann so. Wenn ihr lieber eine Form hättet, die unten ein bisschen breiter ist, damit es hier oben am Hals oder dort wo das Kinn ist, da ein bisschen enger ist und auf den Schultern, wo er da liegt, ein bisschen breiter ist, damit das auch ein bisschen schöner auf der Schulter liegt, könnt ihr das auch schneiden und das habe ich dann so gemacht, dass ich hier auf der Seite, so muss ich es machen,
Ich bin dann ganz einfach hier von dem normalen Maß, was ich genommen habe, habe ich hier unten einfach noch 7 cm dazugegeben und da eine Linie hochgezeichnet. Das heißt, dann habe ich einfach, anstatt hier runter zu schneiden, bin ich hier noch in die Ecke und dadurch gewinnt ihr nochmal eine 7 und 7 cm gibt 14 cm. Das heißt, ihr seid dann hinten oder unten 14 cm breiter. Auch das könnt ihr machen. Ich habe es nur bei einem Schal gemacht und habe dann gemerkt, nee, eigentlich passt für mich das gerade runter besser. Und was ich ganz vergessen habe zu sagen, ne, was ihr natürlich auch braucht, ist das Bügeleisen und die Nähmaschine. So, jetzt bereiten wir den ersten Schritt schon mal vor. Da legt ihr die Außenseite, das heißt, das Material oder die Seite, die ihr nachher außen haben wollt, legt ihr so hin, dass das euch anguckt. Und den Stoff legt ihr so hin, dass ihr quasi die Rückseite seht. Das heißt, jetzt liegt rechts auf rechts. Dann legt ihr den schön passend hin, damit die alle Ecken quasi übereinander stimmen und macht ihn hier oben an der langen Kante fest. Einfach so, dass oben schön Kante auf Kante liegt. Weil was wir jetzt nähen, ist einmal hier, wir fangen am Anfang an, verriegeln, nähen alles runter bis zum Ende und verriegeln da wieder. Das Ganze mit 1 cm Nahtzugabe und ich werde wegen dem Vlies, das da drunter liegt, werde ich eine Stichlänge von 4 nehmen. Und das näht ihr eben einmal runter. Was ihr auch gleich machen könnt, ist das Band. Wenn ihr das so gebügelt habt, ne, die 6 cm eben einmal in der Hälfte bügeln und dann beide Seiten auch reinbügeln, dann habt ihr hier dieses Band. Und da machen wir es so, dass, also es gibt einen schönen Abschluss eigentlich, wenn ihr das wieder auseinanderlegt und dann quasi falsch herum aufeinander legt. Das heißt, hier hinten habe ich jetzt die beiden Außenkanten schön aufeinander. So stecke ich die kurz fest. Und dann näht ihr hier einfach mit Nähfüßchenbreiter Abstand einmal hin und her. Und das auch auf der anderen Seite. Das heißt an beiden Enden quasi von diesem Band. Und eben auch hier Nähfüßchenbreite einmal vor und einmal zurück nähen. Und das mache ich jetzt alles kurz. Can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me, trying to find another way to say this, but I think. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier auch die Naht kurz noch auseinander bügeln und mit diesem Band, was wir gemacht haben, da könnt ihr die Ecken reinschneiden auf beiden Seiten. Und wenn ihr das jetzt quasi wendet, dann seht ihr, kriegt ihr hier wirklich einen schönen Abschluss. Und das geht euch nachher wunderbar zum Nähen auch. We were meant to be.
Voilà. Und jetzt könnt ihr bei dem Band ganz einfach das kurz abstecken, dass die Nähte hier oder die beiden Kanten, nicht die Nähte, sondern die beiden Kanten schön aufeinander liegen. Und das euch dann wunderbar geht nachher zum Nähen. So, das nähe ich jetzt auch gleich kurz und zwar nur auf einer Seite. Das heißt, da, wo wir die beiden offenen Kanten haben, da gehe ich am Anfang kurz einmal zurück und dann einmal vor und das nähe ich hier wirklich knappkantig. Das heißt, ich orientiere mich hier am Nähfüßchen und richte die Nadel nach rechts aus. Hier nehme ich nicht eine 4er Länge, sondern da stelle ich das zurück auf eine 3 von der Stichlänge her. Und das nähe ich dann alles runter, 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 wirklich dem ganzen Band entlang, bis ich dann wieder hier unten bin und da gehe ich auch noch einmal zurück und also quasi verriegeln, einfach verriegeln, sagen wir es mal so. Und dann ist dieses Band dann auch schon fertig. Das mache ich jetzt kurz. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me. For me, it seems that you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. Und wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr jetzt hier wunderbar euer Band haben, um das dann in den Kordelzug einzufädeln. Jetzt kümmern wir uns weiter um den Stoff. Den dreht ihr jetzt kurz um. Das heißt, so dass die Außenseite euch anguckt und oben legt ihr die Naht schön vor euch hin. Und jetzt habt ihr ja quasi hier mit dem Spitz quasi eine Mitte. Das könnt ihr, entweder ihr legt den kurz zusammen und guckt, wo die Mitte ist, oder ihr nehmt den Lineal, um euch das anzugucken. Ich mache das jeweils quasi so mit dem Lineal, lege den in die Mitte und gucke hier, dass ich 2 cm ab dieser Naht oben zu liegen komme. Und jetzt markiere ich mir bei diesen 2 cm, das heißt die 30 hier ist meine Mitte, und da gehe ich 2 cm hier rüber und mache mir hier eine Markierung und dann gehe ich ab dieser 30 auch 2 cm hier rüber und mache mir hier eine Markierung. Und dann legt ihr euch die Verstärkung drinne auf den Stoff. Wenn es euch hilft, könnt ihr auch kurz in die Mitte von da, wo ihr es angezeichnet habt, eine Nadel reinpieksen, damit ihr das auf der Rückseite seht. Dann weiß ich, okay, das hier ist meine Mitte. Dann lege ich diese Verstärkung hier drauf. Nehme natürlich dann die Nadel wieder raus, weil die wollen wir ja nicht festbügeln quasi. Weil diese Verstärkung, das hat ja hier eine Klebefläche, das ist die glänzige, die liegt jetzt auf dem Stoff. Und so mache ich das mit dem Bügeleisen kurz, bringe ich das auf diesen Stoff drauf. So, und wenn diese Verstärkung drauf ist, dann können wir uns auch schon um die Druckknöpfe kümmern. Für die Druckknöpfe müsst ihr eben dieses metallige runde Teil haben und das metallige Teil, was eine Ausbuchtung hat. Und so entsteht das Loch. Das heißt, ich gebe dieses Element hier unter den Außenstoff, nicht den Unterstoff. Und spüre hier ein bisschen, ich hatte mir angezeichnet, dass hier quasi, zeige ich es euch, hier hatte ich es angezeichnet und das geht jetzt auch genau hier unten quasi rein. Und dann kann ich hier dieses Element einfach drauflegen und da mit dem Gummihammer mit Schmackes draufhauen. Ich mache das kurz offscreen, weil
sonst erschüttert es mir hier den Tisch zu stark. Und dasselbe macht ihr dann auch mit dem zweiten Loch hier drüben. Einfach, dass ihr die beiden Löcher habt. So, und wenn ihr die Löcher drin habt, dann könnt ihr von diesen beiden Elementen dasjenige mit der Ausbuchtung drin wegnehmen und das Plastikelement drauflegen. Und ich mache es jeweils so, dass ich den Tunnel von oben reinmache. Das heißt, den stoße ich hier so durch. Und von unten kommt der Ring drauf. Und hier müsst ihr gucken, das hat eine Seite, hat so eine Rille drin. Und quasi so muss das drauf. Das heißt, hier innen drin kommt die Rille so drauf. Und vom Element her ist es jetzt so, dass unten das Plastik drauf kommt und oben, nämlich damit sich quasi dieser Ring ausweitet, kommt dieses runde Element drauf. Und auch so haut ihr da nochmal mit Schmackes drauf und das bei beiden Löchern. So, und so einfach habt ihr Ösen in Stoff drin. Jetzt drehen wir das Ganze wieder auf die andere Seite, weil was wir jetzt machen, wir nähen jetzt auch noch diese Unterseite fest und da mache ich das jeweils so, dass ich da, wo diese Ecke ist, das befestige ich kurz mit einer Nadel, dass ich wirklich ganz sicher weiß, dass sich das nicht verschiebt. Und den Rest klippe ich ganz einfach mit den Clips fest. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next. Und auch hier näht ihr jetzt einmal die komplette Linie ab. Das heißt, ihr fangt hier an und lasst hier diesen 1 cm Nahtzugabe, den lasst ihr stehen. Ihr fangt wirklich erst nach diesem 1 cm an. Und auch vom Abstand her nehmt ihr hier 1 cm. Das heißt, ihr fangt in etwa hier an, dann einmal vor verriegeln und dann geht ihr hier alles wirklich runter, hier ein bisschen drehen und dann alles wieder rauf, bis auf diese Seite, auch da nicht ganz bis ans Ende, sondern da lasst ihr diese Nahtzugabe von 1 cm auf dieser Seite auch stehen und verriegelt hier nochmal. Und so haben wir dann schon mal den Loop oben und unten dann geschlossen. Und wenn ihr das dann genäht habt, dann habt ihr jetzt unten das Ganze genäht und oben das Ganze genäht. Und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr geht, die beiden Seiten sind ja jetzt offen. Jetzt geht ihr hier rein, holt euch die andere Seite und zieht die bis zur Hälfte durch. Das heißt, hier sollte das andere Ende rauskommen. Und da guckt ihr jetzt einfach drauf, dass ihr schön beide Kanten aufeinander legt. Und das auf beiden Seiten. Das heißt hier, dass wirklich schön die Naht, die hochkommt, dass das stimmig ist. Und den Rest könnt ihr jetzt auch noch festklippen. Das heißt, ihr klippt den Außenstoff und den Außenstoff aufeinander. Und dann auch noch den Innenstoff und den Innenstoff. Was ihr da beachten müsst, ist, dass wir in diesem Innenstoff eine Wendeöffnung stehen lassen. Und also jetzt bei meinem Material, dadurch dieses Vlies sehr biegsam ist, brauche ich da auch gar nicht viel. Das heißt, ich werde in etwa
machen das mit Nadeln. Geht einfacher. Das heißt, ich werde von hier bis circa, sind es 5-7 cm, sowas. Das lasse ich offen stehen. Das heißt, ich nähe jetzt. Hier fange ich an, verriegle, gehe dann wirklich so im Kreis entlang, nähe ich alles, bis ich dann hier wieder an der Wendeöffnung bin und diese somit offen stehen lasse. Das heißt, hier verriegle ich wieder und das Ganze wie immer auch mit einem Zentimeter Nahtzugabe und ja, so verschließt ihr quasi die Seiten auch miteinander. Und genau das mache ich jetzt. Until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go. Come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr durch diese Wendeöffnung hindurch den Schal durchziehen. Vielleicht, was ich ganz vergessen habe, sorry. Hier die Ecke unten am Schal, die könnt ihr ein kleines bisschen zurückschneiden. Das sieht dann am Schluss auch ein bisschen besser aus. Und jetzt könnt ihr wenden. Und da könnt ihr auch diese Ecke noch kurz ein bisschen rausstoßen, damit die dann wirklich auch schön liegt. Und wenn ihr den ganzen Schal gewendet habt, dann könnt ihr hier diese Wendeöffnung noch schließen. Achtung einfach, dass ihr nicht den Außenstoff mit einnäht. Ihr könnt das entweder mit einer Leiternaht machen. Ich mache das ganz ehrlich gesagt jeweils einfach kurz mit der Nähmaschine, weil es ist inne drinne und es ist hinten am Nacken, also das sieht kein Mensch. Von dem her nähe ich das einfach kurz mit der Nähmaschine knappkantig zu. So, wenn ihr das gemacht habt, dann können wir uns jetzt noch um den Tunnelzug einerseits kümmern. Und da stecke ich mir das Ganze jetzt einfach ab, dass ich hier wirklich die beiden Stoffe schön aufeinander liegen habe. Und das näht ihr jetzt ringsherum. Und zwar einmal, also ich fange jeweils hinten an und dann nehme ich, also ich nähe hier knappkantig, das heißt, ich orientiere mich hier am Nähfüßchen und mache die Nadel nach rechts und so nähe ich einmal rings um den Schal herum. Und um den Tunnelzug zu machen, müssen wir ja weiter unten auch noch mal eine Naht haben. Das sollten jetzt, wenn ihr hier bei 2 cm näht, dann solltet ihr mit dem Nähfüßchen neben diesem Tunnelzug durchkommen und dann habt ihr schön eine Gleichmäßigkeit. Das heißt, ich gehe ja was hin. Also ich mache das für mich so, ich gehe hier was hin und lege mir das auf die Nähmaschine und gucke, wenn ich hier entlang nähe, wo der Stoff hier drüben auf der Nähmaschine zu liegen kommt und mache da mit dem Bleistift einfach kurz einen Strich auf die Nähmaschine. Das kann man dann nachher wieder abwischen, aber dann weiß ich immer, wo ich entlang fahren muss, weil wir starten hier ja auch zuerst hinten und nähen dann quasi durch. Dann kommen wir dann da vorne durch und alles wieder ringsherum, bis wir wieder hinten angelangt sind. Und so entsteht oben dieser Tunnelzug. Ich stecke mir jetzt auch gleich unten das Ganze noch schön fest. Und auch hier mache ich es wieder so, dass ich da, wo die Ecke ist, kurz eine Nadel reinsetze, damit ich da wirklich sehe, okay, das ist meine Mitte. Und den Rest lege ich auch den Stoff wieder schön Stoff auf Stoff.
Weil auch hier werden wir es so machen, dass ich hinten anfange und dann auch knappkantig. Das heißt, ich orientiere mich hier am Nähfüßchen und mache die Nadel auch nach rechts und nähe hier unten auch einmal komplett entlang der Kante. Hier drehe ich das Ganze ein bisschen und gehe dann in diese Richtung und alles wieder ringsherum, bis ich wieder zurück am Start bin. Und so haben wir dann auch gleich die untere Kante schön abgenäht. Und genau diese 3 Nähte mache ich jetzt kurz. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, It should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a phase, but it feels like it will never go away until we make up. I can't be myself. I never knew how much I needed you. It should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do, 'cause it should have been you. So, das habe ich jetzt gemacht. Das heißt, ich habe jetzt oben meinen Tunnel und unten das Ganze auch abgenäht. Und jetzt geht es noch darum, oben das Band einzuziehen. Das geht am einfachsten, wenn ihr euch einfach eine Sicherheitsnadel nehmt und die da kurz ein bisschen einfädelt. Und dann könnt ihr damit durch den Tunnel hindurch. Und die quasi, ihr schiebt die, ihr spürt die ja innen drin und so könnt ihr die wirklich einmal rings um den Tunnel hindurch fädeln. Ich gucke da jeweils einfach drauf, dass das Band da, wo unten die Naht ist, dass das immer schön so liegt und sich innen drinnen nicht verdreht. Aber das sind Details, ne? Wenn ihr dann da vorne angekommen seid, könnt ihr die quasi wieder hier durchziehen. Und ich mache es hier jeweils so, dass ich einfach kurz einen Knoten hier rein mache. Et voilà. Und schon ist der Schal fertig. Das heißt, wenn ihr den dann tragt, wird das in etwa so aussehen, ne? Und wenn ihr kalt habt, könnt ihr hier vorne einfach zuziehen und dann kommt hier auch, da liegt das schön am Hals und da kommt auch keine kalte Luft mehr durch. Also das ist wirklich der optimale Schal und ihr habt gesehen, die sind wirklich super einfach, super schnell gemacht und eben der sollte jetzt nicht mehr ganz so viel Material haben wie der, den ich euch letztes Jahr gezeigt habe und da braucht ihr auch weniger Stoff dafür. Von dem her, ja, war es das auch schon, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und natürlich auch, dass auch dieses Video so gut bei euch ankommt. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!